es diesmal funktioniert. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle schlägt es aus. Wir schauen mal. Ja. Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Es ist schon wieder ziemlich warm. Und ja, trotzdem scheuen wir keine Mühen und Umstände. Ins Gefecht heute wieder. So sieht's aus. Wir versuchen, die nächsten 2 Intelligence Reports heute zu verarbeiten. Das heißt, Sniper und Close Combat ist nach unserem letzten Spiel rausgekommen. Ja. Heute ist Mittwoch, heute ist leider keiner rausgekommen. Ja, wir haben den 4. September, dementsprechend werden wir bald das Regelwerk in den Händen halten. Jo, und dann hoffen wir auf das Beste. Dann wissen wir, was Sache ist. Genau. Vorbei mit den Spekulieren. So sieht's aus. Ja. Nee, wir schnacken auch nicht ganz lange rum. Wir haben wieder 2 Armeen aufgebaut. Diesmal werden wir euch die Armeevorstellung, hoffe ich, auch richtig mit Ton präsentieren können, weil die letzten 2 Files hatten leider 0 Ton und dementsprechend mussten wir die verwerfen. Deshalb seht es uns nach, dass es beim letzten Mal keine Armeevorstellung gegeben hat. Dieses Mal spielen wir 1000 Punkte. Ja. Wir haben versucht, das, was wir das letzte Mal im Groben einfach nur zusammengeworfen haben, mal in eine wirkliche 1000 Punkte spielbare Armee zu bringen. Wir haben ungefähr versucht, es ähnlich wieder aufzustellen wie beim letzten Mal, dass der eine ein bisschen mobiler ist, der andere ein bisschen stationärer. Machen diesmal aber keine große Mission daraus, sondern spielen einfach mal drauf los. Das heißt einfach, der eine haut dem anderen auf den Kopf. Richtig, genau. Ja, und immer wenn es zu einer der neuen Regeln kommt, werden wir zwar wieder ins Detail gehen und dementsprechend euch nochmal die Regeln darstellen. Ja, da würde ich auch gar nicht mehr lang rumreden, oder? Genau, wir stellen euch jetzt die Armeen vor, im Anschluss den Spieltisch noch einmal und dann geht es auch direkt los. Alles klar. Bis gleich. Versuch 1 der Aufnahme mit Ton einer Armeevorstellung. Ihr seht hier auf dem Brett meine komplette Armee. Seht es mir mal wieder nach. Ich versuche im Moment bunt zu mischen. Wir müssen ja irgendwann ein paar mehr Modelle machen. Allerdings möchte ich nicht, bevor die Armeebücher draußen sind, zu den entsprechenden Armeen in die Planung der weiteren Figuren gehen, weil nachher negieren die Armeebücher das Regelbuch in irgendeiner Weise mit irgendwelchen Sonderregeln und dann hat man gekauft und fällt auf die Nase. Dementsprechend führe ich hier ein ganz normales Rifle Squad in den Krieg mit 6 Mann mit Gewehr, eine Bar und eine MP je, und es sind alles reguläre Truppen. Die werden Entschuldigung, die werden angeführt von einem regulären Leutnant. Da wir das in der neuen Version ja, wie wir jetzt wissen, mehr oder weniger zusammenführen, das heißt der Second und First Lieutenant ist ja der entsprechende Zugführer und der Major und der Captain, die sind ja entsprechend dann die Kompanieführer. Als zweiten Zug haben wir ein Heavy Weapons Support dabei. Das heißt, es sind 2 Medium Mortar mit einem entsprechenden Leutnant. Die Mortar, das heißt die Mörser, sind entsprechend auch mit einem Spotter jedes Mal ausgeführt. Dementsprechend habe ich ein ganz gutes Blickfeld. Mein drittes Platoon ist ein Veteranen-Platoon. Das sind englische Airborne. Die haben hier entsprechend 3 MPs, 4 Gewehre in jedem Trupp. Und die Offiziere vorne, da wir ja die kleine Teamregel nicht mehr haben, entsprechend mit 3 Figuren. Und die Jungs haben auch alle 3 MPs. In dem Zug, wie gesagt, alles Veteranen. Dann habe ich noch einen Artilleriezug, also wie ihr seht, sehr ähnlich wie das letzte Mal, nur halt ein wenig eingeschränkt von den Figuren wegen der Punktezahl. Versuche heute mal etwas Neues aus. Sorry, ich war's. Mein Herz? Was war das denn? Sagenhaft. Das war ein Real.
Hier entsprechend die Support, ich glaube Support-Offizier-Gruppe. Die kann man mit einem Offizier und 5 Figuren ausstatten. Dementsprechend habe ich das auch getan. Der Offizier und alle seine Leute haben alle MPs. Sie haben den großen Vorteil, wenn bei einer Kanone die Besatzung weggeschossen wird, kann ich weiterhin die neu benennen mit diesen Figuren. Und das fand ich doch schon eine sehr, sehr coole Regel. Sind wie gesagt regulär und die beiden leichten Haubitzen dahinter sind auch regulär. So, das Ganze sind, wie wir sehen, 13 Würfel, weil ich habe euch nämlich gerade ein Team noch unterschlagen. Wenn wir Sniper-Regeln üben wollen, beziehungsweise die neuen, brauchen wir natürlich auch einen Sniper. Dementsprechend habe ich auch einen Sniper eingepackt bei den Paratroopers und deswegen hat der eine Zug hier 4 Würfel. Genau. Ja, nichtsdestotrotz werden wir jetzt schauen, was der Deutsche dabei hat und danach euch noch das Spielfeld zeigen. Okay, kommen wir jetzt zu den Deutschen. Bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei Christian. Ich habe die ähnlich aufgestellt wie beim letzten Mal. Ich hatte am Anfang jetzt einen Fehler gemacht. Ich hatte hier einen Pionierzug gebaut und einen Panzerzug. Das darf natürlich nicht sein, sondern ich brauche zuerst ein Rifle-Platoon, also reguläre Soldaten mit Gewehren. Die habe ich jetzt auch aufgebaut. Das sind Heeresgrenadiere. Die sind im Prinzip alle Veteranen und die haben eigentlich sind sie ziemlich identisch. Es gibt 2 Trupps, die jeweils 2 Panzerfäuste haben. Der NCO hat eine MP, die restlichen Soldaten ganz normal mit Gewehren. Und dann habe ich 2 Trupps gemacht, wo halt jeweils ein MG noch drin ist. So, alles andere im Prinzip identisch. NCO, MP, nochmal 2 Panzerfäuste und das zieht sich hier durch. Die konnte ich dann noch ein bisschen erweitern, so dass es halt alles 7 Mann sind. Vorher hatte ich halt einen Pionierzug gemacht mit einem Mann jeweils weniger und einen Flamer. So, das habe ich natürlich geändert. Angeführt werden die von einem Offizier, First Lieutenant, mit 2 Assistenten, jeweils also ein Sturmgewehr und eine MP. Ich habe jetzt einfach die Figuren genommen, die ich gebaut habe, deshalb ist es ein bisschen random. Und der Offizier selber hat nur eine Pistole. So, und der Panzerzug, da wollte ich einfach mal wieder ein paar kleinere Panzer spielen. Einmal den Panzer II Deluxe-Version, also mit der Reggae-Sonderregel, regulär. Das Sonder-Kfz 222, auch regulär. Die sind ja beide mit einer Maschinenkanone ausgestattet. Und dann mein Liebling, den Hetzer. Der soll heute auch wieder mit dabei sein, auch regulär. Und hier gibt es noch einen Opel Blitz mit einem MG, regulär. Der ist aber noch ein Transporter für die Heeresgrenadiertruppe. So, Punkt. Ja, wie gesagt, 2 Züge nur. Das hatte ich ja letztens auch schon gespielt, aber das war ein bisschen zusammengewürfelt. Und das sind 1010 Punkte. Wie viel hast du? 1003 Punkte, dementsprechend passt das ja ganz gut. Okay. Genau. Gut. Ja, wie man sieht, bekommt man auf alle Fälle auch ohne Probleme 2 bis 4 Züge in eine ganz normale Truppe. Und man sieht auch, die Würfelanzahl ist auch sehr ähnlich wie vorher. Ja. Trotzdem man so viele Offiziere aufstellen muss. Richtig. Da sind wir noch gespannt, ob sich da an den Punktekosten noch was ändert. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Ein kleiner Flug über das Schlachtfeld. Genau, also wir haben jetzt das ein bisschen so ländlich aufgebaut. Wir haben hier wieder in der Mitte die Kreuzung, die in alle Himmelsrichtungen geht. Ab und zu ein paar Bäume, also keine großen Wälder, die einfach hier ein bisschen die Straße umfassen. Und auf jeder Platte letztendlich überall ein paar zerstörte Gebäude. Hier nochmal ein Feld. Überall ein paar kleine Versteckmöglichkeiten. Ja, das ist im Prinzip, ich denke, da ist für jeden was dabei. So, wie gesagt, wir hauen uns einfach gegenseitig auf die Omme, das heißt pro zerstörte Einheit Siegespunkt.
Genau, Hälfte aufstellen, Hälfte reinkommen. Genau, würde ich auch sagen. Passt. Machen wir so. Alles klar. Und dann würde ich sagen, bauen wir auf und dann bauen wir geht's auf los. und geht's los. Wir haben aufgestellt. Auf meiner Seite steht innerhalb von 12 Zoll in der Aufstellungszone einmal ein Mörser. Hier die Artillerie-Support-Truppe. Eine Haubitze. Ein Häuschen weiter steht der Offizier der Mörsertruppe. Ein Spotter, und zwar ein Mörserspotter. Dann der nächste Mörser. Hier vorne steht der nächste Spotter. Genau, das ist der Mörserspotter. Das hier ist der freie Artillerieobserver, den ich noch vergessen hatte. Den haben wir noch nachträglich aufgestellt. Ich habe noch eine Haubitze hier in die Feuerzone gestellt, in die Gerade. Ein Sniper ist aufgestellt worden, damit er auch entsprechend mal schauen kann, ob er irgendwas treffen kann. Und hier ganz hinten steht noch ein zweiter Mörserspotter. Die Deutschen haben sich entsprechend auf der anderen Seite verschanzt. Hier hinter dem Baum ist zu sehen das 222. Zwischen den Häusern hat der Chris den Opel Blitz reingebracht. Der Hetzer, er hetzt noch, steht hier hinter der Bokashecke. Und wir haben als letztes noch den Lux. Schönes Modell. Genau. Und jetzt beginnt unsere erste Runde. Genau. Dementsprechend zieh mal den ersten Würfel. War ja alle Würfel drin jetzt von dir. Ja. Es geht los mit Deutschland. Hier, dann würde ich sogar versuchen, noch eine Einheit reinzubringen. Mhm. Und zwar ja, ein Grenadiertrupp mit MG. Das sind wir Veteranen. Ja. Mit einer 5 klappt das auch. Und ja, die rennen hier zum Lux. Genau. Die erste Schussphase. Chris ist mit seinem Opel Blitz vorgefahren und möchte auf meinen Spotter, auf meinen Mörserspotter schießen, der hier im Hause sitzt. Dementsprechend. Genau, ich habe das MG, es ist auf dem Fahrzeug, hat jetzt nicht die Flakregel, hat also praktisch jetzt nur noch 3 Schuss. Die Reichweite ist ja jetzt egal. Genau, wir treffen wieder auf die 4 plus im Standard, Reichweite egal, du hast dich bewegt, ist die 5. Ist die 5, genau. Lux. Kurzer Zwischenstand. Der Opel Blitz ist von 2 Mörsern anvisiert worden. Die beiden Mörser haben beide nicht getroffen. Dementsprechend das nächste Mal, wenn er sich nicht bewegt, auf die 5. Der Hetzer hat sich eingedreht, um hier auf mein Geschütz zu schießen. Das Geschütz lag im Ambush. Dementsprechend habe ich das in Ambush ausgelöst, aber eine glorreiche Anti-6, sprich eine 1 gewürfelt. Dementsprechend den Hetzer nicht getroffen. Ich hatte eine leichte Pack-Shell geladen, das geht ja bei den britischen. Und dann hat der liebe Hetzer mit seiner dicken Pack auf mich geschossen. Er brauchte eine 4, da die Pack ja -1 bekommt in der neuen Edition. Dementsprechend ist das hier erwähnenswert. Hat natürlich auch eine 6 gewürfelt, das heißt, du hättest sowas von getroffen. Ja, die Schablone hat alle meine Figuren ja, unter sich gehabt. Dementsprechend hat der Deutsche alle 3 verwundet. Allerdings ist mir der Cover Safe
zur Hilfe gekommen. Und hast 2 gerettet. Und ich habe 2 gerettet. Ich habe 2 Sechsen gewürfelt. Habe ich echt Glück gehabt. Wir wissen noch nicht genau, wie das neue Gun Shield funktioniert. Ob das beim Cover Safe was dazu gibt oder nicht. Das wissen wir jetzt nicht. Dementsprechend haben wir das nach der alten Regel noch gemacht und haben +1 auf die Verwundung gemacht. Genau. Ja, das als kurze Zusammenfassung. Genau, jetzt können wir aber live nochmal eben das MG schießen. Genau. Das hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Das schießt auch auf die Pack. Und es sind wieder 3 Schuss nur, weil es ja auf dem Fahrzeug montiert ist und jetzt nicht über die Flakregel schießt. Genau, diesmal allerdings auf die 5, weil natürlich entsprechend nicht der Packbonus dabei ist. 2 Treffer. 2 So, Treffer. jetzt darfst du verwunden. Das heißt diesmal die regulären Yogis auf die 4 und Gun Shield auf die 5. Aber da es 2 Zweien sind, Fällt es raus. fällt es raus. Genau. Somit ist der Hetzer durch. Und jetzt sind wir Der Deutsche hat hier vorne eine Grenadiereinheit reingeholt mit einem Run. Danach wurde der Offizier vom Otobitz ausgespuckt und der schießt jetzt hier auf meinen Spotter im Haus. Genau. So, die Jungs haben sich bewegt. Das heißt, wir schießen auf die 5. Nein. Wir schießen auf die 5 rechnerisch. Aber sie sind in Point Blank, deswegen auf die 3. Und es sind alles Sturmwaffen. Da haben die keinen Abzug. Verdammt. Das wollte ich sagen. Alles Sturmwaffen? Verdammt! Okay. Der eine hat eine Pistole, ist ja auch immer noch Sturm. Ne? Die Pistole ist ja noch Sturm. Hm. MP der andere und Ein Sturmgewehr, du hast recht. Ja, ja, dann auf die 4 minus 2 ist die 2. Genau, so, das sind 2 Schüsse für die MP, 2 für das Gewehr und eine für die Pistole. Schauen wir mal. Alle? Jawohl. Und dann brauchen wir eine 4, ne, für den. Das ist regulär. So, dann sind es 2 2. Treffer. Dann kannst du einen Schutzwurf machen. So, harte Deckung, Waldsteinhaus, dementsprechend auf die 4 plus. Nein. Tschüss. Gibt's hier nicht, wir spielen kein 40k. So, Christian ist am Zug und hat hier seine Amis reingeholt. Genau, sind 8 Leute, 6 Gewehre, eine Bar und eine MP. Die schießen hier vorne auf die Offiziere, die meinen lieben Spotter erschossen haben. Allerdings können nicht alle schießen, sondern nur die ersten 5. Das sind 4 Gewehre und eine Bar. Das heißt, da wir immer davon ausgehen, dass die Amerikaner ja keinen Abzug auf die Bewegung bekommen, schieße ich auf die 4. Und das war's. Das war's, ja. Das heißt, 6 Schuss auf die 4. Oh, da war ein richtiger guter Schuss. 2 Treffer. Das sind Veteranen, also auf die 5. Oh, warte, ich bin mal. Nein. So, du darfst nicht retten, weil Ich habe gar keinen Schutzwurf, wollte gerade sagen. Nein. Ich habe hier keinen Schutz. 2 tot. Und ein Pin. Jo, dann nehme ich hier die 2 Yogis raus. Ja, dann kannst du den nächsten Würfel ziehen. Gerne. Der nächste Würfel war ein Deutscher. Der Lux hat sich ein bisschen vorgeschoben und schießt durch das Feld mit seiner 20 mm Maschinenkanone auf den Mörseroffizier. Sprich, hier die 3 Jungs sind am Stehen. Du willst schießen und ich sage, ich gehe down. Dann den Würfel aus dem Sack ziehen. Kommt sofort, dann mess mal. Das sind 27. Ich würde jetzt mal sagen, es ist auf alle Fälle in Reichweite. Ja. Genau. Ja, jetzt versuche ich erstmal. 2 Schuss hat eine Maschinenkanone auf die 5, weil du hast dich bewegt. Nö. Jo, trifft nichts.
bin ich zwar umsonst down gegangen, Kann aber man nicht wissen, ne? wollte ich gerade sagen, das kann man nicht wissen. Jetzt bekommen meine Amerikaner die Retourkutsche. Der Opel Blitz hat die restlichen Grenadiere ausgespuckt. Und die versuchen jetzt zurückzuschießen. Die sind, glaube ich, ein bisschen säuerlich. Ja, Allerdings kann nur noch dein MG schießen. genau. Das LMG mit 36 Zoll. Das heißt, du hast dich bewegt. Es ist die 5. Das ist die 5. Ich habe immer noch 5 Schuss. Das ist ja jetzt nichts anderes. Nein, du hast mit dem L. Achso, das. Ja, doch. 4 plus 1. Ja, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Genau. Jetzt war ich gerade beim MMG gedanklich. Deswegen wollte ich gerade sagen, nee, du hast 7. Nee. Das wäre aber ein Fehler gewesen. Auf die 5 haben wir gesagt. Oh, alle. Alto Belli. Ja, da war richtig Bock. Ja, sind reguläre Johnnies. Dementsprechend bitte nicht Vieren würfeln. Na, das klappt aber nicht mit dem Nicht-Würfeln. Hallo? Du hast auch keine Schutzwürfe, weil du bist. So sieht's frei. aus. Du hast eine 6 dabei. Kann ich nochmal einpicken? Mhm. Jo, tatsächlich. Jo, wir haben einen Barschütze und einen NCO mit MP. Dann nehme ich den NCO mit MP, da hast du eine schlechtere Moral. Genau. Nicht wundern, ich proxe gerade die normalen Amerikaner mit den Fallschirmjägern. Dementsprechend, das sind eigentlich normale Infanteristen. So, und mein Offizier, beziehungsweise mein NCO, ist raus. So, ich habe den nächsten Würfel bekommen und der Platz ist frei, denn mein 222 hat sich die Straße hochbewegt und ködert jetzt Christian seine Haubitze, schräger Pack. Er ist ja schon in Ambush gegangen und hat jetzt die Chance zu feuern. So sieht's aus. Ja, ist im Grunde genommen die 4. Habe gerade Pläne, ich habe keine Einschränkungen, dementsprechend würfel ich eine 1. Oh, das hat er aber vorhin schon mal. Wollte ich gerade sagen, das ist ein Déjà-vu. Das ist der gleiche Typ. Schade. So, und ich wollte ja auch mit dem 222 auf die Pack schießen. Schieße jetzt eben zurück mit den 2. Mach das. Schauen wir mal. Ich brauche eine 5, ne? Wieder. Und habe aber auch 2 Einsen, also ausgleichende Gerechtigkeit. Super. Ich glaube, der Sniper jetzt mal. Der Sniper will, okay. Der Sniper. Wo ist er denn nochmal? Der Sniper ist hier im Haus. Ach, da ist er. Kuckuck. Okay, na dann, auf. Dein Offizier. Der steht also. Ja, stimmt. Der steht ja hier noch auf freier Flur. Hat ja auch schon Befehlswürfel. Nützt mir auch nichts. Natürlich, reagieren kannst du ja nicht. Deswegen frage ich jetzt gar nicht nach einer Reaktion. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, ob das 12 Zoll sind. Ich befürchte ja, aber... Ach so, wegen dem Scharfschützenschuss. Ja, natürlich. Ja, sind 17 Zoll. Ja. Also passt. Wir haben ja dann automatisch die 36 Zoll standardmäßig. Ja. Wir haben einen Grundwurf von 4. Der Sniper bekommt eine -1, also schießt auf die 3. Dementsprechend schieße ich jetzt mal auf die 3. Mhm. Das ist ja eine der neuen Regeln, dass er entsprechend ein -1 bekommt. So, ich treffe nicht. Auch schon eine 1. Das ist jetzt die 4. 1 in Ansonsten Folge. hätte er noch einmal einen Bonus auf das Verwunden bekommen. Ja. Sprich, er würde immer einen niedriger verwunden, den Veteranen auf die 4, den regulären auf die 3 und den grünen, sprich unerfahrenen auf die 2. Ja, genau. Das sind die Benefits, die wir beim Sniper haben. Und er hat aber nicht getroffen. So sieht's aus. Aber kommt noch. Kurze Zusammenfassung der ersten Runde. Der Support Lieutenant von den Artilleriejungs ist nach hier vorne gelaufen. Der Mörser und sein anderer Kumpel haben ja auf den Opel Blitz geschossen. Der ist ja leider nicht getroffen worden. Die Haubitze hat den Ambush gegen den Hetzer ausgelöst. Das hat ja leider auch nicht funktioniert. Der Hetzer hat im Gegenzug zurückgeschossen und hat einen Mann mir da rausgeholt. Die Amerikaner haben ja 2 Leute des Offiziers weggeschossen, haben entsprechendes Gegenfeuer der deutschen Grenadiere bekommen.
Der Offizier, den wir gerade im Fokus haben, der ist ja hier auch entsprechend angeschlagen. Mein Mörser-Spotter ist entsprechend hier leider weggeschossen. Das heißt, einer der Mörser kann nur noch direkt schießen. Meine Mörser-Offiziere, beziehungsweise der Offizier vom Mörser mit seinen Kompagnons, ist beschossen worden vom Luchs, ist aber down gegangen und der Luchs hat vorbeigeschossen. Hier vorne ist der Offizier, der amerikanische, mit einem weiteren Trupp reingekommen. Die Grenadiere hier vorne sind ja aus dem Opel Blitz gekommen, das hatten wir ja gerade schon. Hier vorne gab es einen entsprechenden Ambush auf das 222. Das 222 hat zurückgeschossen, aber den glorreichen Zug haben wir ja gerade gesehen. Wir haben beide eine 1 gewürfelt. Der Sniper ist auch in der 3. Edition immer noch genauso schlecht, trifft immer noch nicht, aber ist egal. Der englische Offizier von den Fallschirmjägern ist hier reingerannt und hat einen Trupp mitgenommen. Der zweite Trupp musste leider draußen down gehen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die sich versprungen haben. Ja, eine Einheit gibt es ja immer. Ne? So sieht's aus. Hier steht der letzte Mörser, Spotter und mein Artillerie-Observer hat einen Schlag angefordert. Genau. So, die Deutschen fassen wir auch noch kurz zusammen. Den Luchs hatten wir schon im Spektrum. Hier hinten ist noch eine Grenadiereinheit. Genau, die ist einfach nur hinter den Luchs hinterhergelaufen. Den Hetzer habt ihr gesehen, der hat geschossen gehabt. Hier ist noch eine Grenadiereinheit neben den Hetzer rausgekommen. Aus dem Opel Blitz war ja der Offizier raus und das zweite Grenadierteam, das habt ihr auch alles gesehen. Das hat Christian schon gesagt, das 222. Und hier hinten auf der linken Flanke der Deutschen ist nochmal ein Grenadiertrupp zum Abfangen der Fallschirmjäger gekommen. Genau, dann würde ich sagen, zweite Runde. Zweite Runde, wir können gleich, ich nehme die Kamera, du kannst würfeln. Live den Artillerieschlag würfeln. Richtig, würde ich sagen. Ne? Das ist immer besonders spannend für mich. Eine 2, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Kommt später, glaube ich. Er kommt später, ja. Genau. So, Christian hat direkt die Runde begonnen mit der Haubitze, die einen Pack-Shell geschossen hat hier auf den 222, getroffen hat auch schon. Genau. Mit einer 4. Schon gewürfelt, habe eine 4 gewürfelt, dementsprechend getroffen. Ist ja kein Modifikator, dementsprechend auf die 4 in der freien Pläne. So, jetzt haben wir eine leichte Pack, die hat... Gut, da musst du bitte gucken, das habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Wir gucken. Ich meine plus 4. Vier. Ja, dann hau mal rein. Wir wollen eine 4 sehen. Das ist die 4. Das ist die 4. Mit Ansage. Was haben wir denn? Hat der eine 8 oder eine 7? Das ist ein 7er. Ja, das heißt, das ist dann ein voller Treffer. Kein Streitschuss. Und bumm. Yes! Sauerei. Der Arme. Die Grenadiertruppe hat sich bewegt, nachdem ich das Sonder-Kfz hochgejagt habe, möchten die Deutschen Blut sehen. Sie wollen nochmal auf meine Amerikaner hier vorne schießen. Die sind down gegangen. Dementsprechend hoffe ich, dass du mich jetzt nicht triffst. Dann brauche ich auch kein Cover-Save. Ja, also wir haben den MG-Schützen, der darf schießen, und noch 2 Gewehrschützen. Die anderen haben nicht die Reichweite oder sind in Deckung. Jetzt auf die 5. Sind die 7 Schuss auf die 5, genau. Ein Treffer, 2 Treffer. Und wir haben reguläre. Reguläre. Auf die 4. Das sind 2 Stück. Und du musst Dann darf ich. Schützen versuchen. Nein, beide Beide nicht. tot. Beide tot. Weil das Down gibt nur -2 und nichts. -2 sind leider nur 5.
Genau. Ein Pin geht hoch und du darfst die 2 Kameraden noch rausziehen. Alles klar. Mein Mörser-Team hat den nächsten Würfel bekommen. Da kein Spotter mehr da war, brauchte ich eine Sichtlinie auf das Fahrzeug. Die ist gegeben, indem ich hier gerade eben unter dem Baum und über die Bocage her gucken kann. Dementsprechend habe ich mit einer 5, wie ihr seht, den Opel Blitz ausgeschaltet. Genau. Hehe. Gott sei Dank. Der nächste Würfel ist ein Alliator. Und ich werde hier mit den Amerikanern einen Nahkampf ansagen. Da das eine der neuen Regeln ist, beziehungsweise der Regeln, die in der Third Edition natürlich entsprechend etwas angepasst sind, sehen wir jetzt erstmal zu, ob ich überhaupt hinkomme. Ich messe einmal kurz. Ich muss hier um das Objekt rumlaufen und es sind 11 Zoll. Passt also. Das heißt, ich habe angesagt. Dementsprechend bewege ich jetzt meine Figuren in die Richtung. Es hat sich ein bisschen was geändert zur Second Edition. Die beiden Einheiten, die im Kampf sind, schlagen gleichzeitig zu. Das heißt, es gibt erst das Abwehrfeuer, dann wird gleichzeitig der Nahkampf gemacht. Nicht mehr wie vorher, dass der Angreifer zuerst zuschlägt und der Verteidiger dann mit seinen Verlusten erst zuschlägt. Das hat sich ein bisschen geändert und dementsprechend können wir entweder eher von einem Gleichstand, also von einem Unentschieden ausgehen, oder natürlich, wer dann das größere Würfelglück hat, hat gewonnen. Wenn wir das Defensive-Feuer noch, das Verteidigungsfeuer noch mit einbeziehen, hat natürlich der Verteidiger mehr Chancen abzuwehren. Ja, das werden wir jetzt einfach mal durchexerzieren. Die Regeln haben sich auch noch geändert, wenn das über unwegsames Gelände oder über eine Verteidigung, eine Stellung geht. Also wenn jetzt Christian beispielsweise frontal von hier über das Gelände jetzt angreifen würde, genau, dann würden die Verteidiger auch noch einen Bonus bekommen, richtig? Genau. Das war jetzt, dass sie dann im Prinzip vorher schon im Nahkampf Genau, das wäre dann genau andersrum. Das heißt, der Verteidiger könnte sich natürlich auf den Angreifer vorbereiten und könnte entsprechend von dem Vorteil Nutze ziehen, dass er zuerst angreift. Genau. Das, was wir halt früher beim normalen Nahkampf hatten, dass der Angreifer zuerst zuschlägt, bekommt jetzt im Grunde genommen der Verteidiger. Der Verteidiger, es ist genau umgedreht. Ja. Das sind die großen Änderungen beim Nahkampf. Viel mehr gibt es gar nicht, aber das muss man halt erstmal wieder verinnerlichen. Genau. Ja, wir schauen mal, ob das jetzt was bringt und ob der Deutsche. Genau. Der Vorteil ist, er hat schon einen Befehl, das heißt Abwehrfeuer kann er gar nicht mehr geben. Genau, Abwehrfeuer ist nicht mehr. Genau. Christian zieht jetzt einfach mal alle ran und dann können wir auch gleich live würfeln. Dann haben wir das hier in einem Wisch weg. War das nicht der Offizier, der Standalone stand da? Scheiße, ja, Entschuldigung. Du bleibst hier. Du darfst nicht mitmachen. Das war der hier, der mit der MP. Stimmt. Gut aufgepasst. Ich habe meine Brille nicht auf. Zack. Gut. Dann kannst du am besten einen Würfel schon mal hier hinlegen und dann würfeln wir jetzt im Prinzip gleichzeitig. Ne? Gleich geblieben ist ja trotzdem noch mit den Sturmwaffen, dass man den Bonus noch hatte, oder? Ja. Das ist alles Die gleich. Tough-Fighter-Regel ist nicht negiert, deswegen bleibt erstmal noch die Tough-Fighter-Regel für mich bestehen. Das Gut. heißt, ich habe 7 Mann plus eine MP. Ja, eine MP wollte ich gerade sagen. 6. Das kannst du jetzt erstmal würfeln. Und die MP. Ich mach das dann. Hey, was schleicht sich denn ein italienischer Würfel zwischen meine Mäuse? Er wollte etwas das Karma verändern. Ja, das haben wir wieder gerne. Du bist Veteran, ne? Richtig, auf die 5. Ja, nicht so bomberonig, genau, einer. Gut, so, was habe ich denn da noch? Ich habe auch eine MP. 1, 2, 3, 4 und 5 Gewehre. So, dann nehme ich den Italiener für die MP. Und die anderen für... Genau.
Die müssen auf die 6 treffen, weil die sind nämlich DNA-verstärkte Supersoldaten. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt schon in Konflikt oder was? Nein. Einer will nicht. Ist einer schon umgefallen, alles klar. Was brauche ich? Ah! Ja, auf jeden Fall habe ich schon gewonnen, ne? Ja, schon gewonnen. So schnell geht das mit dem Nahkampf. Ja, unentschieden wäre auch cool gewesen. Da wäre es nochmal eine zweite Runde gegangen. Genau. Gut. Christian ist weg und ich muss auch noch einen Soldaten auswählen. So Ne? aus. Zack. Neuformierung stande da jetzt nichts, Auch deshalb ganz spielen normal, wir auch ganz normal das immer noch. Formierung Ne? 06. Dann würfeln wir das auch noch mal eben kurz. Dann habt ihr das alles hier schwarz auf weiß. 4 Zoll werde ich mich jetzt hier noch mal umformieren. So, Christian hat seinen Sniper gezogen. Er hat jetzt aber auch schon gewürfelt alles. Deshalb werden wir das jetzt noch mal eben für euch hier darstellen. Genau, ich habe gewürfelt eine 6 zum Treffen, habe den Offizier entsprechend getroffen. Und jetzt kommt auch die zweite neue Regel. Wir haben ja einmal die neue Regel, dass er auf -1 trifft. Das heißt, er trifft auf die 3 im Standardmäßig. Und der Verwundungswurf bekommt auch einen -1. Da er ein Veteran ist, ich eine 4 gewürfelt habe, ist er tatsächlich tot. Genau. Er ist in offenen Pläne, hat dementsprechend keinen Schutzwurf. Also Ja. tot. Also das Positive ist jetzt hier für den Sniper einfach nochmal, dass er auch sogar nochmal einen Bonus dann auf den Verwundungswurf bekommt. Ja. Genau, also wenn er trifft, ist er gar nicht so schlecht. Ja. So, Christian möchte euch noch was demonstrieren. Er hat einen Oder-Dice und Habe hier noch einen Offizier. Der Offizier rennt hier an die Mauer ran. Das heißt, wir kämpfen über ein Hindernis hinweg, weil es interessiert euch ja bestimmt auch, wie das funktioniert. Wir haben es zwar gerade schon theoretisch erklärt, aber dadurch, dass ich jetzt hier ranrenne, Abwehrfeuer so und so nicht gegeben werden kann, weil unter 6 und so ein Befehl begeben worden ist, haben wir jetzt die Situation, dass wir über ein Hindernis hinweg kämpfen. Das hatten wir ja vorhin schon, dass dann der Verteidiger den Vorteil hat. Das heißt, der Verteidiger schlägt zuerst zu. Ja, dann würde ich sagen, such mal deine Würfel zusammen. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, Ich denke 6. mal, mein Mann überlebt das so und so nicht. Dementsprechend So, 5 normale und das ist hier die MP. Ist ein Veteran? er ist auch so ein genmutierter. 6 plus. Nein, ist ein regulärer. Ja, er ist auch schon tot. Gut, ja. Dadurch, dass ich jetzt zuerst zuschlagen würde. Genau, das ist dann der große Nachteil. Man kann zwar mit so einem Figürchen vielleicht was ausrichten, aber über ein Hindernis hinweg wird es doch deutlich schwieriger. Mau aus, ja. Gut, es war jetzt auch nur einer. Wenn es mehr sind, hast du natürlich mehr Chancen, aber es ändert sich halt doch ein bisschen was. Ja. Du darfst den wegnehmen, ich dürfte mich neu formieren, aber ich bleib da hinten stehen. Alles klar. Keine 3 Zoll? Hast du keine Lust? Nee. Kannst dich doch mal ins Öffnen kommen hier so. haben wir ja schon jetzt Komm. Erfahrung, gesammelt. Zusammenfassung der Runde 2. Die Grenadiere sind vorgerannt. Der Lux hat meine Truppe hier, meine Support-Truppe, entsprechend beschossen. Hat einen Treffer gemacht, 2 Pins verteilt. Hier vorne die Grenadiereinheit hat auch hier einen entsprechenden Toten verursacht. Und der Onkel Hetzer hat mit seinem MG auch auf diese Truppe geschossen und dementsprechend habe ich 4 Pins und 3 Tote. Zum Glück musste ich nicht testen, weil waren ja immer nur ein Toter. So, die Pack hat versucht auf die Haubitze zu schießen, die hat aber vorbeigeschossen. Die Haubitze hat versucht auf den Hetzer zu schießen, hat auch vorbeigeschossen. Die Jungs geben sich nichts. Der Mörser hat versucht auf Der hat den LKW platt gemacht. den LKW zu schießen, das hat er getan, genau. Das war Anfang der Runde, habt ihr ja live mitgemacht, mehr oder weniger. Die Fallschirmjäger haben von dem Trupp da vorne nochmal was abbekommen am Anfang der Runde. Dementsprechend sind die down gewesen und haben 2 Pins. Dieser Mörser hat hinten auf den Grenadiertrupp geschossen. Die Chance haben sie gleich nochmal, weil die sich nicht weit genug bewegt haben. Die Jungs hier sind von hinter dem Haus nur hier rumgelaufen und schauen mal, was die Grenadiere gleich machen. Den Kampf mit dem Offizier habt ihr gerade auch mitbekommen.
damit wir euch das mal zeigen konnten, wie das über ein Hindernis ist. Die Haubitze hier hat Am Anfang der Runde das 222 erschossen, genau. Dann müssen wir noch mal eben mit hinzufügen, ich war wieder so blöd, nehme Reggae-Fahrzeuge mit und mache als Reaktion kein Reggae. Ja, passiert halt, muss man daraus lernen, ist halt so. Glück für mich. Ja. So, hier habe ich den zweiten Trupp der Fallschirmjäger endlich reinbekommen. Die waren diesmal willig zu kommen, also waren sie nicht zu weit abgedriftet. Jo. Hier vorne, der Sniper, hatten wir ja gesehen, hat den Offizier erschossen. Der Offizierstrupp der Paratrooper wurde von dem Grenadiertrupp beschossen. Deswegen hat er sich nämlich auch nicht so weit weg bewegt von dem Einschlag des Mörders. Also hoffe ich gleich auf das Beste. Und der zweite Paratrooper-Trupp hat noch sich hier hinten hin bewegt. So, das war's soweit. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen zur dritten Runde. Wir haben gerade schon gewürfelt, der Artillerieschlag kommt. Der Artillerieschlag kommt, richtig, genau. Der Grenadiertrupp hat sich leider mit einem Advance über das Mäuerchen geschlichen. Dementsprechend konnte mein Mörser gar nicht mehr schießen. Das finde ich total traurig. Hat dabei, wie ihr seht, hier ist der Offizier weg, den Offizier getötet. Als nächstes habe ich einen Würfel bekommen und habe hier meine Haubitze schießen lassen mit einer HE-Granate. Die 2 Zoll haben gut getroffen, 4 Leute haben was abbekommen. Dann allerdings habe ich nur 2 verwundet und dadurch, dass die schon in leichter Deckung stehen, durch Wald und Hanomag und hast du nicht gesehen, leider nur ein Toter. Gott sei Dank. Aber 3 Pins, dementsprechend passt das. Wir hatten hier vorne tatsächlich auch noch einen Artilleriestrike, der in der Mitte von den beiden Panzern runtergekommen ist, sprich der Luchs als auch der gehetzte Hetzer, haben beide 3 Pins. Der Hetzer hatte nur 2, der andere Pin kommt von der Haubitze, die als Pack geschossen hat. So, jetzt hat der Deutsche den nächsten Würfel bekommen. Genau. Und wir wollen euch jetzt nochmal zeigen eine weitere Nahkampfart. Und zwar die mit dem Abwehrfeuer. Ich würde jetzt diese Grenadiere in einen Nahkampf schicken mit den Mörser-Offizier, unseren Yogis. Genau. So, müsste das jetzt halt wieder normal ausmessen, aber dafür können wir schon fast ausgehen, dass das funktioniert, weil Christian in einer ähnlichen Position vor ihm stand. Genau. So, ich laufe jetzt trotzdem erstmal ran. Christian dürfte dann das Abwehrfeuer geben. Genau. Wir filmen erstmal noch schön, bis du deine Figuren dahingestellt hast. Die Genau. Fredis. Der Fritz. So. Und ja, was hast du dann für Bewaffnungen drin? 3 MPs haben die Jungs tatsächlich. Dann Würde ich sagen, schieße ich jetzt mal mit den MPs. Ja. Wir sind auf freier Pläne, das heißt die 4+, wir haben Point Blank, dementsprechend haben wir 6 Schuss auf die 2. Ja, und das ist ja mindestens wie immer einer nicht. So, du hast Veteranen, das heißt auf die 5. Da ich Hutspitzmunition drin habe auf die 3, nein, Spaß, sind 3 Stück. Ja. Das nenne ich mal gutes Abwehrfeuer. 2 könntest du jetzt picken. Ja, ich kann picken. Ich picke mir tatsächlich das MG. Ja. Wenn es die Regel noch gibt in der 3. Edition. Ja, das aber wissen das wir ist jetzt noch nicht halt negiert, nicht. ne? Ja, genau. Ich grad sagen. So, also 3 Leute sind im Prinzip raus. Dann habe ich immer noch 3 gegen 3. Und dann schlagen wir jetzt gemeinsam simultan zu. Ja, dann schlag du mal zu auf die 5. 2. Und nochmal wiederholen darf ich, weil es sind 2 Stimmt. MPs. 3. So, ich muss auch einen anderen Würfel nehmen für die MP. Nix. Kein. Ja, ich bin weg. Zusammenfassung Runde 3.
Grenadiere sind vorgerückt. Der Luchs hat sich einem Rallye unterzogen, dementsprechend hat er keine Pins mehr. Die Grenadiere haben die Jungs hier vorne beschossen und auch entsprechend einen Pin verteilt. Der Hetzer hat versucht, sich auch zu entpinnen, hat es aber nicht geschafft und ist down. 2 Mörserschüsse von den beiden amerikanischen Mörsern sind auf den Hetzer niedergegangen. Die schießen sich ein. Die Pack hat mal wieder glorreich mit einer 1 daneben geschossen. Die Amerikaner, die hier hinten sind, die regulären, sind immer noch down. Die haben den Moraltest verfehlt. Der Artillerieobserver hat versucht, auf diesen Granny-Trupp hier vorne zu schießen, hat allerdings die Reichweite nicht gehabt. Ja, den glorreichen Nahkampf habt ihr gesehen. Meine Jungs haben sich dann noch 3 Zoll neu formiert und sind etwas weiter vorgegangen. Die Haubitze hat ja entsprechend die Grenadiere hier hinten beschossen. Mein Sniper hat das gleiche getan, hat die beschossen. Der Trupp, der Fallschirmjäger, hat die auch beschossen und dementsprechend haben die Jungs jetzt 5 Pins. Wir haben nämlich vergessen, die von dem Sniper noch hochzudrehen. Der Grenadiertrupp, der hier vorne in den Wald gelaufen ist, hat meine Fallschirmjäger, die hier rüber gelaufen sind, von der anderen Flanke, beschossen und auch einen getötet und einen Pin verteilt. Was habe ich vergessen? Ich glaube nichts. Das war dann der Abschluss der 3. Runde und die 4. folgt sogleich. Los. Runde 4. Der Engländer. Jo. Dann werde ich Nahkampf machen oder werde ich nochmal mit der Haubitze auf deine Jungs schießen oder versuche ich nochmal den Hetzer anzukratzen? Die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Verdammt, ich überlege. Ich habe mich mittlerweile entschieden und habe auch einen zweiten Würfel genutzt, um beide Schüsse auf den Hetzer zu schießen. Aber beide sind vorbeigegangen, dementsprechend bin ich jetzt auf die 4 eingeranged. Chris hat den nächsten Würfel. Die Grenadiere kommen mir gefährlich nahe, werden mich mit den normalen Waffen hier beschießen. Und 2 Panzerfäuste, die er dabei hat, will er auf die Haubitze schießen. Ja, aber die 2 Panzerfäuste treffen nicht. Sie sind nur 12 Zoll. Pum, pum. Das ist halt ein kleines Problem. Deshalb kann ich jetzt nur noch die restlichen auf das Ding schießen. Das ist einmal eine MP und 1, 2, 3, 4 Gewehre. Die sind aber alle im Point Blank. Die MP auf die 4 und die... Ja, tatsächlich. Gut, dann schon mal raus. Genau, MP. Auf die 4 und die Gewehre auf die 5, weil du hast dich bewegt. Die MP ist doch noch im Point Blank. Ach, Entschuldigung. Auf die 2 und die Gewehre sind ja auch im Point Blank auf die 3. Ja. Stimmt. Das sind 4 Gewehre. Die MP ist drin und noch 2 Gewehre sind drin. So, du warst regulär. Ja. 2. Jo. Kann ich zweimal auf die 3 retten, weil die down sind und leichte Deckung haben. Der Down gibt nämlich +2 auf den Cover Save. Beide gerettet. Ja, dann hast du noch einen Pin. Genau. Und dann war's das. Naja, wenn ich mal bedenke, dass die Jungs 4 Runden lang schon irgendwelche Kugeln einfangen. Also die Schutzwürfe, wenn man die halt noch summieren kann, das ist schon wertvoll. Ja, 1 gibt es zur Summierung, ne? Aber nichts anderes. Es gibt ja nur den Down, der summiert sich, wenn du was anderes hast. Der Engländer. So, Christian hat mal wieder einen Würfel bekommen und hat jetzt hier den
Mörser-Offizier in das Geländestück bewegt und Genau. schießt jetzt hier auf diese Truppe hin. Genau, einer der Jungs ist in Point Blank, dementsprechend sind die gelb. Mhm. Das heißt, die sind auf die 2 und die anderen Würfel sind auf die 4. Ja, dann gnadenlos guter Wurf, 2 Treffer. Auf die 5. Nein, aber ein Pin. Als nächstes kommen die Fallschirmjäger. Das sind jetzt die letzten Order Dice der Runde 4. Der Pin kommt da weg, hat Christian schon gewürfelt. Und die schießen jetzt auch nochmal auf den Trupp hier. Genau, Das sind alle die Point haben Blank. 3 Gewehre und 3 MPs. MP2 und Gewehre 3. Falscher Würfel hier. Ey, ist ein falscher 50er drin. Den lege ich mal jetzt in den Raum. So, das heißt, die Gewehre auf die 3. 2, die auf die 3. Ist er noch. Ja. Und es sind Veteranen. Einer, ey. Kann ich einen Schutzwurf noch machen? Ja, kannst du das leichte Deckeln, hast du gesagt. Nö. So ist das mit den Schutzwürfen. Schmutzwurf. Das haben wir heute schon etliche Male gehabt, ne? Ja. Das So, wäre in jetzt der hab ich zweiten Edition, wären das immer einen Treffer, Würfel. beziehungsweise Verwundungen. Ja, irgendwo hast du noch eine Ich habe rumkrebsen. hier noch einen Ach ja, den noch ollen Arim. Gewehrschuss. Ariman, der schießt hier auf die Jungs. 14 passt. Hatte der nicht vorhin eine MP? Ich habe mich vertan. Ich Ja? habe gerade gesehen, er hat ein Gewehr. Ah, okay. Ja, es ist warm. Eifer des Gefechtes, du kennst das doch. Ja, dann schieß mal auf die 4. Nö. Nö. Dann sind wir durch, oder? Mit der Runde 4, genau. Eben noch eine Zusammenfassung. Genau, ich übernehme mal. Genau. Ich fange mal an mit den Deutschen. Ihr habt gesehen, die Grenadiere auf der rechten Seite sind vorgerückt, haben ein bisschen versagt, hatten 2 Panzerfaustschüsse da abgeben wollen. Hat nicht geklappt wegen der Reichweite und haben dann hier nochmal drauf geschossen, da waren die aber auch nicht erfolgreich. Der Luchs ist hier ein bisschen am Feldrand nach vorn gefahren und hat hier nochmal auf die Pack geschossen, aber ja, kein Treffer verursacht. Die kriegen aber noch einen Pin, glaube ich, ne? Stimmt. Die kriegen noch einen Pin, weil betroffen hat er, aber nicht verwundet. Der Hetzer, hier habe ich diesmal versucht, den zu aktivieren und keine Rallye zu machen. Hat aber auch nicht geklappt. Also zweite Runde ohne Aktion. Die Kameraden hier im Wald sind halt vorhin in den Wald gegangen, haben 2 Panzerfaustschüsse hier auf die Fallschirmjäger abgegeben. Die haben auch getroffen, allerdings irgendwie durch den Schutzwurf, was sich aber meiner Meinung nach komisch anfühlt, wurden die gesaved. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas regeltechnisch gibt. Das müsste man halt dann nochmal schauen. Wir können nur mit dem arbeiten, was wir jetzt aktuell haben. So, die Truppe hat sich hier wacker gehalten, hat hier einiges abbekommen. Scharfschütze, die Fallschirmjäger, auch die Kanone hat nochmal drauf geschossen. Haben zwar ordentlich Pins kassiert, aber kein Verlust. Also haben sich echt gut gehalten. Ja, das Pendant dazu, Fallschirmjäger sind hier ran, haben alles drauf geschossen, aber nichts ja, zerstört, also keine Verwundung. Der Sniper hat hier einen Klopper rausgeholt. Nee. Genau. Der hat nicht mit der Sniper-Regel geschossen, sondern Ach so, nur mit den Gewehrschüssen hat er. Genau, weil das ist ja innerhalb von Zu 12 nah. Zoll. Dementsprechend Richtig. würde das sonst fehlschlagen. Richtig. Ja, die Fallschirmjäger sind hier ins Zentrum gekommen, haben im Prinzip das gleiche versucht, alles hier drauf geschossen, hat aber leider nichts funktioniert. Die Truppe von dem Mörser-Offizier ist in das Geländestück rein, habt ihr ja vorhin gesehen. Auch da ist nichts angekommen an Beschuss.
Die Mörser hatten beide hier auf den Hetzer geschossen, aber keinen Treffer. Das Geschütz hat auch nochmal auf den Hetzer, hatte hier auf diesen Trupp geschossen. Diesmal aber keinen Treffer verursacht. Ja, die Kameraden sind down gegangen, weil sie beschossen wurden. Und ja, das andere habt ihr eigentlich alles gesehen. Oder habe ich was vergessen? Nein, das war's. Gut, Runde 4 ist beendet. Wir sind in Runde 5 und dann geht's weiter. So, Runde 5. Wir fassen noch mal eben zusammen. Die Deutschen sind hier mit der Heerestruppe, mit der Grenadiertruppe vorgerückt und waren sich nicht ganz sicher, was sie auswählen sollten. Sind dann auf die nicht mehr existierenden Support-Truppen, haben sie geschossen, aber keinen verwunden können. Trotz alledem hat sich der Hetzer mal wieder entpinnt, hat gedacht, ich mache noch mal was. Und hat dann mit seiner schweren Pack auf das Support-Team oder die Truppe geschossen und konnte sie ausscheiden. Der Luchs hatte sich ja vorhin schon entpinnt und hatte auf die Amerikaner, die nach vorne gerückt sind, die dann im Vorgang auch auf die Truppe geschossen hat er dann nochmal geschossen, konnte einen rausnehmen. Die Amerikaner selber, die haben hier auch einen rausgeknipst. Ja, das war es hier im Prinzip. Mörser hatte vorhin schon auf den Hetzer nochmal geschossen, deshalb sind hier jeweils eine 3, haben sie also wieder nicht geschafft. Die Pack hatte, glaube ich, auch nochmal auf den Hetzer geschossen, ist das richtig? Ja, und hat wieder eine glorreiche 1 Richtig, gewürfelt. das war wieder die 1, das zieht sich mal so ein bisschen wie ein roter Faden. Ja. Im Zentrum ist auch einiges passiert. Die Fallschirmjäger haben hier nochmal versucht, den Grenadiertrupp im Wald zu behaken. Es sind aber auch wieder gescheitert. Der Grenadiertrupp hat aber hier, ich glaube, zwei Leute waren es, rausgeschossen. Dann ist Christian noch, ups, jetzt räume ich hier das ganze Feld ab, aber es ist ja eh schon fast Ende. Mit dem Mörsertrupp, mit dem Mörseroffizier, bis an die Linie gegangen und konnte dann dadurch hier ganz easy in den Wald reinfallen. Da hatte mir, glaube ich, 2 Leute rausgeschossen. Ja. Der Ariman hat da auch nochmal hier drauf geschossen, aber ohne Erfolg. Genau. Das Mörser-Team hier drin, wie gesagt, auf den Hetzer, ohne Erfolg. Mal schauen, ob das jetzt in der letzten Runde wird. Ja, den Fallschirmjägern hier auf der linken Seite blieb nichts anderes übrig, wie ins Zentrum zurück, weil sie kein Ziel mehr hatten. Und der Sniper hat nochmal versucht, einen Mega-Distanzschuss zu machen, hier auf das einzige Ziel, was er sehen konnte, aber knapp um 2 Zoll verfehlt. Und diese Truppe, da weiß ich nicht mehr ganz, die haben deine Grenadier ausgeschossen. Genau. Siehst du, die habe ich schon ganz vergessen, weil hier nur noch ein paar Würfel liegen. Genau, war ein Grenadiertrupp und den haben wir mit 11 Pins totgepinnt. Genau. Da war nichts mehr zu holen. Das ist der große Vorteil von den HE-Waffen, dass die immer schön dicke Pins verteilen. Richtig. So, somit sind wir durch. Ihr seht, hier wird es weniger und Christian hat jetzt die glorreiche Aufgabe, die Runde zu beginnen mit einem grauen oder einen Olivenwürfel. Ein Engländer. Bleiben wir nochmal live dabei, wie es einschlägt. Direkt mal hier den Mörser auf den Hetzer zu schießen. So. Das wird dann so wieder eine 1. Ja, Würfel brauchen wir nicht mehr hochdrehen. Ja, das ist die eine. Aber hast ja noch mindestens einen. Komm, den zweiten machen wir gleich hinterher. Oh. Der trifft. Aufs Dach. Aufs Dach. Dann hat er auf jeden Fall -1, ne? 3. 2 ist nur eine 5. Schafft er nicht, ne? Nein. Aber wie 3 Pins gibt's. Nein. Sind wir wieder bei der 3. Das könnte ihn wahrscheinlich auch schon wieder für die letzte Runde rausnehmen. Ja. Aber damit wäre er eingeschossen, ne? Stimmt. Muss man trotzdem nochmal betonen. Auch wenn es nicht mehr weitergeht.
Genau, so sieht's aus. Ja, dann versuche ich mal hier direkt gleich nochmal 3 MP-Schüsse. Ja, auf die im Wald. Ja. Auf die 2. Ja, sind ja Point Blank. Alle. Auf die 5. Für die Verwundung. Hochspitzgeschosse. Ja. Ha, einer. Ja, checken kann ich nicht, weil sie schon am Waldrand sind. Außer geht wieder einer nach Hause. Zack. Der nächste Engländer. Ich ziehe mich immer nur selber. Ich versuche Ich habe ja auch nicht mehr so viel. mal die Fallschirmjäger zu aktivieren. Ja, die haben ja einen die Pin. möchten. Es ist ein Offizier in der Nähe, aber es ist ein amerikanischer Offizier, der bringt bei Briten nichts. Oh, die haben mehr als Bock. Ein, Insane Bravery. ich weiß nicht mehr, wie hieß es denn nochmal? Ich vergesse es immer. Nicht Fuba, sondern das andere. Ja, die Jungs bewege ich dann auch mal hier an den Wald ran. Also auch auf Point Blank schießen. Genau. Ja, das sind noch 3 MPs und ein Gewehr. Gewehr. Also Gewehr auf 3 und der Rest auf 2. Die einzeln weg. Der Rest trifft auf die 5. Holy Macaroni! 4 Stück. Ja, 4 Stück sind raus. 1, 2, 3, 4 sind es auch nur noch. Ja, dann war's das. Dann ist auch dieser Trupp raus. Dann kannst du auch nochmal ein Order Dice rausnehmen. Zack. Somit hat sich mein vorletzter Infanterietrupp aufgelöst. Wo ist denn dein letzter? Da. Ach jo, was ja noch einer. Stimmt. So, ich darf auch noch mitspielen. Jo. Du hast ja auch nur noch 3 Einheiten. Was machen wir? Ich überlege noch mal kurz. Der nächste Würfel war ja gerade ein Deutscher. Chris hat überlegt, hat seine Grenadiere aktivieren wollen, aber die haben leider mit einer 10 und einem Pin einen Down bekommen. Der Lux hat mit seinen Maschinenkanonenschüssen auf meine Mörser-Offiziere geschossen, beziehungsweise auf den Mörser-Offizier und seine 2 Kompagnons. Hat 2 von den Jungs auch getötet und ich habe den Moraltest bestanden mit einer Doppel-1. Dementsprechend steht er noch. Die Pins sind nur einer geworden, dementsprechend. Nein, es sind 2. Wir haben 2 Pins, ja. Wir haben eine 4 gewürfelt, also kriegen wir so, genau. Ja, dann würde ich sagen, nächster Würfel. Ende der 6. Runde. Der Lux musste ein Feuer löschen, welches die 1er Hobitze doch mal endlich getroffen hat. Ja. Die beiden Mörser haben wieder auf den Hetzer geschossen. Einer hat getroffen, Pin verteilt. Die Grenadiere hatten wir vorhin schon, die haben glorreich einen Down hingelegt. Die Amerikaner wollten sich aktivieren, aber die wollten auch nicht so wirklich. Die hatten auch mal ein bisschen Schiss. Hier vorne die beiden Truppen haben die Deutschen im Wald aufgerieben. Der Lux hat hier noch auf die Mörseroffiziere geschossen und 2 Leute rausgepickt. Der Artillerieobserver hat auch versucht, auf die Grenadiere zu schießen, was nicht funktioniert hat. Und hier hinten meine Fallschirmjäger und mein Sniper, die haben diese Runde gar nichts mehr gemacht. Genauso wie die Haubitze an dieser Stelle. Dementsprechend habe ich noch 3 Würfel über und der Sieg geht an die Alliierten, da ich 6 Einheiten zerstört habe und du nur 4. Genau. Soweit das Spiel. Kommen wir zum Fazit. Jo. Test. Schlecht aus. Gut, dann wird es auch funktionieren.
Das ist, wie gesagt, Das etwas vorsichtig. Sagst du. Fazit. Jo. Soll ich anfangen? Bitte, ja. Ja, also am Anfang kurz eben wieder so ein bisschen reinkommen, weil man hat ja doch immer noch viele, also zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe dann immer mal kurz die Gedankengänge von der zweiten Edition. Aber in Summe, habe ich jetzt auch gerade nochmal erzählt, fand ich, geht das Spiel schneller irgendwie. Also wir haben jetzt halt viel wieder im Detail auch gerade für euch jetzt nochmal aufgenommen, um euch die neuen Regeln jetzt noch ein bisschen zu erklären. Aber trotzdem geht das Spiel schneller, weil man hat jetzt nicht mehr dieses noch mit langer Reichweite, also man misst halt, ob man überhaupt dahin kommt mit seinen Waffen, aber nicht mehr dieses kurze Reichweite, lange Reichweite, das fällt halt so ein bisschen weg. Und dadurch, dass wir eher dann zusammenspielen in den jeweiligen Situationen, weil die Würfe für den Angriff oder für den Beschuss und du dann gleich mit den Schutzwürfen, geht das halt alles viel schneller im Ablauf. Also das muss man schon irgendwie sagen. Ja, weil man auch gar nicht mehr so viel rechnen muss. Ne? Man muss nicht erst noch gucken, ist halbe Distanz. Man muss nicht gucken, ist ein kleines Team. Das sind so diese ganzen kleinen Sachen, die wegfallen und irgendwie kriegt man das ganz viel schneller hintereinander. Man hat sehr schnell drin, welche Waffe welche Reichweite hat. Und dabei bleibt es ja hauptsächlich. Ne? Dann kommt noch ein bisschen das Bewegen dazu, wenn es nicht gerade eine Sturmwaffe ist. Ja. Man hat noch den -1 Modifier für einen Pin. Ja. Und dann sind wir schon bei der ganzen Geschichte und macht das eigentlich relativ einfach. Richtig. Und dadurch geht es alles leichter von der Hand und der Spielfluss kommt viel besser rein. Man überlegt auch gar nicht so viel. Im Gegenzug ist natürlich, finde ich, gut, wir haben es jetzt nur einmal gemacht, beziehungsweise wir hatten 3 Nahkämpfe. Die Nahkämpfe sind, finde ich, viel schlimmer als vorher. Ja, Die waren vorher schon gravierend, dass das relativ schnell war, dass deine Einheit ausgelöscht war. Aber dadurch, dass praktisch der Verteidiger ja so ein bisschen im normalen Kampf gleichgezogen ist und im Kampf über ein Hindernis auch noch einen Vorteil hat, ist das Angreifen einer anderen Truppe mittlerweile etwas. Es hat ein Geschmäckle für mich. Ne? Also man überlegt doch zweimal, ob man in einen Nahkampf geht. Und wenn du dann noch gegen den Fanatischen jetzt gehen würdest, ich denke jetzt mal wieder an deine Japaner, glaube ich, ist das sehr verheerend. Das stimmt, wobei die ja halt mit dem Nahkampf eher die offensivere Einheit halt wäre, die gegen eine verteidigende kämpfen würde. Ne? Aber wenn man mal diesen Bogen spannt, wäre das zum Beispiel auch ein Bonus, wo wir letztens drüber unterhalten haben für die Italiener, die man ja nicht so toll findet. Und wenn die defensiv eingestellt sind und für die Sachen dann ein paar Bonis bekommen, ist das für die Italiener zum Beispiel nicht schlecht. Ja. Aber da gibt es ja auch wieder Taktiken, halt das zu umgehen. Aber wie du schon sagtest, das ist echt ein bisschen brutaler und man sieht, dass große Einheiten ganz schnell wegfliegen. Auch dieses mit diesem im freien Feld stehen. Also wir haben uns auch gerade schon überlegt, das wird darauf hinauslaufen, dass man wirklich effektiv die Hindernisse, die Sachen, die auf dem Tisch steht, immer einsetzt, damit seine Truppe auch geschützt ist. Weil sobald ihr mit eurem Arsch auf der Heide seid, irgendwo auf dem freien Feld, dann ballert dir die Einheit weg. Ne? Ja, du hast keinen Schutzwurf, du hast einen unwahrscheinlich guten Trefferwurf, dadurch, dass im Grunde genommen, wenn die Reichweite passt, du immer auf eine 4 würfelst, wenn du dich nicht bewegst. Ja. Du hast 50% Chance zu treffen. Und dann natürlich, je nachdem, was für eine Einheit da ist, hast du nochmal zwischen, ich sage jetzt auch im Durchschnitt natürlich 50% jemanden zu verwunden, wenn wir von der regulären Einheit ausgehen. Dann hast du von einem Achterteam schon sofort 2 Leute weg. Ja, also da gehen einem schon schnell die Leute weg und ich finde das auch gut, dass dann in dem Moment das auch total egal ist, ob du Reguläre oder Veteranen hast. Finde ich dann. Ja gut, die sind noch im Moment schlechter zu verwunden, ne? Deswegen hast du schon einen Vorteil, wenn es ein Veteran ist. Aber du hast es ja gesehen, ich hatte ja Veteraneinheiten. Ja, da musste ich aber schon viele Kugeln reinpumpen. Ja gut, die eine Einheit da vorne, also das weiß ich nicht. Also ja, da muss man gucken, weil man bezahlt ja auch für die Veteranen. Man hat jetzt wieder ein Order-Dice-Verhältnis gehabt von
9 zu 12 oder 13. 13. Ja. Und dann muss man halt immer Stimmt gucken. nicht, ich hatte 14 tatsächlich, weil wir den Observer vergessen haben. Ja. Und das meine ich halt. Und deshalb muss man, finde ich, noch mal ein bisschen mehr auf seine Veteranen achten und gucken, wie stellt man die halt auf. Ne? Ja gut, man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dadurch, dass ich 4 Platoons aufgestellt habe, für jeden Zug brauchst du einen Offizier. Ja. Ne? Dementsprechend habe ich immer kleine Teams dabei gehabt. Deswegen habe ich auch mehr Würfel gehabt wie du. Du hast 3 Fahrzeuge aufgestellt. Ne? Du hast einen Sonder-Kfz 222 aufgestellt, einen Lux und noch den Hetzer. Also, ne? Das sind natürlich unwahrscheinlich Punktekosten. Ja. Ich gehe mal davon aus, wenn du nur Rifle-Teams hier aufgestellt hättest, hättest du mich hier überrannt. Ja. Ne? Wenn du reine Schützentrupps gemacht hättest, glaube ich, hättest du mich überrannt. Du siehst ja jetzt schon, meine Geschütze, die haben was gebracht, ja, die haben auch relativ gut getroffen. Jedenfalls das auf der Seite, das hier, naja. Und die Mörser waren ja diesmal, ja, da habe ich ja das letzte Mal echt besser getroffen. Ne? Ja, ich habe sehr viele Einsen diesmal gewürfelt und habe dadurch auch sehr knapp gewonnen. Hättest du jetzt nicht diese Fahrzeuge gehabt, wie zum Beispiel den Hetzer, der 2 Runden gar nichts gemacht hat, der Lux, der auch nicht so super getroffen hat. Also die haben ihre Punkte auf jeden Fall nicht reingeholt. Das ist halt immer, da hat sich eigentlich auch nichts geändert. Das ist wie in der 2. Edition auch. Es ist imaginär, stellt es eine Gefahr dar. Aber wenn man das immer Revue passieren lässt, ist es meistens so, dass die Fahrzeuge für ihre Punkte nicht das bringen auf den Tisch. Es ist immer noch die Infanterie, das Ausschlaggebende ist. Ne? Und wie gesagt, du hast den Hetzer gepinnt, tralala, pipapo, ich konnte den nicht entpinnen und das reicht ja schon, musste ja noch nicht mal zerstören. Ne? Und das ist so der Punkt, das muss man mit Übung und Taktik machen, weil wenn man jetzt zum Beispiel einen Panzerzug halt spielt, da muss man sich halt wirklich eine Taktik zurechtlegen. Na gut, ich habe ein bisschen wieder ins Klo gegriffen auf gut Deutsch, weil ich habe die Reggie-Regel nicht angewendet. So, dann wäre hier auf der Seite das 222 vielleicht noch ein bisschen länger gestanden. Na, aber da muss man sich irgendwie ein bisschen was überlegen. Ich hatte ja hier auch die eine Flanke verweigert, wusste halt aber wieder im Umkehrschluss, scheiße, Briten mit Artillerieschlag, darfst du aber wieder nicht zu eng stellen. Ne? Und da musst du halt immer gucken, wie taktierst du dann in dem Moment. Ne? Wobei, da hast du natürlich Glück gehabt, dass er nicht sofort gekommen wäre, weil dann wären Einheiten gepinnt gewesen. Wäre halt das Problem gewesen. Das ist halt immer, du kannst nicht alle Faktoren in die Strategie von dir einbauen. Du musst immer irgendwie einen Mittelweg finden. Ne? Es gibt keine saubere Lösung, weil ich wollte versuchen, mit der Macht halt, mit 3 Fahrzeugen dann irgendwie ins Zentrum zu rücken, damit ich dich halt wirklich überrollen kann. Weil du musst ja irgendwas mit einem Panzerzug dann machen. Der muss irgendwas Aggressives, Hardcore-mäßiges dann in dem Moment machen. Ja. Weil das, was ich gemacht habe, ist ja eigentlich auch wieder kontraproduktiv, finde ich. Weil ich habe die auch wieder irgendwo in ihrem Versteck gelassen und dann haben sie halt irgendwie ein bisschen geschossen. Aber die müssen, finde ich, ein bisschen Druck aufbauen. Ja, richtig. Die müssen mehr nach vorne fahren, auch wenn du eine Pack irgendwie in Reichweite hast. Du hast ja gesehen, ich habe ja so und so nicht getroffen. Ja, ne? Du hast ja auch nur den 50-50. Triffst du oder triffst du nicht? Ne? Und das ist halt irgendwie eine Übungssache. Aber ich finde cool, dass man das jetzt machen kann. Dass ich jetzt zum Beispiel 3 Fahrzeuge hatte. Das hätte ich jetzt also 3 Panzerfahrzeuge und ein Spähwagen so gesehen. Ja, im Grunde genommen ist ja über die neue Armeeaufstellung ist ja so ein bisschen das Tank War obsolet geworden. Genau. Ne? Wir haben hier mittlerweile die Möglichkeit, ohne Probleme genug Fahrzeuge reinzumachen. Was war eigentlich dein Kommandofahrzeug? Das war das 222. Ah ja, alles klar. Die 10 Punkte muss man ja auch entsprechend immer mit einrechnen, die man da vergeben muss. Ja, und dass das so ein bisschen besser verbunden wird, finde ich schon gar nicht so schlecht. Ja. Ne? Also man ist mit dem neuen Armeeaufbau, finde ich, sehr, sehr flexibel mit dem, was man spielen kann. Gut, jetzt müssen wir mal abwarten, wie das mit den neuen Theaterlisten wird. Ich denke mal, in V3 wird sich bestimmt an den Theaterlisten ein bisschen was ändern, weil die das auch da einfließen werden. Ja, klar, das muss ja lassen werden. Und da bin ich noch ziemlich drauf gespannt. Ja. Aber ja, so.
weit. Die bekannten Regeln gefallen mir bis jetzt alle sehr gut. Habt ihr jetzt also keine festgestellt, die das Spiel schlechter macht? Nee, nur eine Sache ist mir vorher noch aufgefallen, das mit dem Panzerfäust beispielsweise. Ne, da war eine Situation... Aber das ist ja keine neue Regel. Das war ja alles... Nee, nur ob das halt wirklich durch die Schutzwürfe so extrem ausgebremst wird, dass die dann komplett verpuffen. Das fand ich ein bisschen komisch, weil diese Situation war ja, du hattest von dem Fallschirmjäger 3 Leute vorn, 3 Leute hinterm Zaun, hinter einer harten Deckung, also weil es eine Steinmauer war. So, die sind angekommen, ne, und ja, 2 Schutzwürfe und dann sind die geplatzt und das hatte sich nicht gut angefühlt. Bei normalen Infanterie war es okay, aber bei panzerbrechenden Sachen weiß ich nicht, ob das mit dem Schutzwurf, ob vielleicht gibt es da ja was, ich weiß es nicht. Wir kennen ja noch nicht die ganzen Regeln. Ne? Das ist halt, hatte sich jetzt in dem Moment, das war das Einzige, man hat so ein bisschen im Hinterkopf, beim Konflikt 47 hat man ja auch diese Schutzwürfe, da gibt es ja auch so ein Safe. Ja. Und der wird ja negiert, wenn du mit mehr als DSK 2 drauf schießt. Ja, weil die Waffe einfach eine zu starke Wucht hat und die verpufft dann da nicht. Weil es sind jetzt viele Sachen, die es jetzt noch realistischer machen und das wird es komplett unrealistisch machen in dem Moment. Und das glaube ich nicht, dass das so ist. Da wird sich das ähnlich, wie du schon sagtest, mit Konflikt, da werden die so eine Regel gebaut haben, wenn du mit DSK-Waffen, dann sind die Schutzwürfe obsolet oder halt schlechter. Ich werde jetzt nicht dran glauben, wir warten einfach ab, bis wir die Regeln haben. Wir spekulieren ohne wollte ich gerade sagen, da können wir jetzt, glaube ich, viel spekulieren. Ja. Wir schauen mal. Vielleicht haben sie auch Kleinigkeiten noch nicht bedacht, aber ja, vielleicht kommen noch ein paar andere kleine Regeln, die lange auch von der Gemeinschaft gefordert sind, auch mal rein. Dann schauen wir mal, ob das ganz nett wird. Aber ansonsten hat das Spiel mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Wie gesagt, mit den neuen Regeln war einiges sehr flüssig. Sniper war auch cool mit der Regel, ne? Ja, das hat auch sehr gut funktioniert. Verwundungswurf nochmal besser. Genau. Der hat zwar diesen super Bonus mit dem Exceptional Damage nicht mehr, aber ich finde, er hat trotzdem noch seine Berechtigung. Ja. Was mich noch halt sehr gespannt macht, ist wirklich, wie die Punktekosten sich entwickeln, gerade im Bezug auf die ganzen Offiziere und Co., weil das ja schon viel wird. Dadurch, dass wir viele Offiziere mit reinnehmen müssen, also wenn man viele Platoons spielen möchte, ob es da auch irgendwas gibt, dass sich da so ein bisschen was an den Punktekosten dreht. Aber auch das, Spekulation, wir warten. Gut, ja, dann hoffen wir, dass euch das Ganze hier auch wieder gefallen hat und ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wie gesagt, das nächste Video, was wir bringen werden, weil ich dann erst einmal im Urlaub bin, wird höchstwahrscheinlich dann auch schon mit dem neuen Regelwerk sein, ne? Da gehe ich mal schwer von aus. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann Mitte, Ende September kommt. Ja. Und da nicht noch irgendwas zwischenkommt. Und sobald das da ist, werde ich mich einlesen und wenn du aus dem Urlaub da bist, machen wir dann direkt das erste schon direkt los, ne? V3-Spiel, genau. Da bin ich mal gespannt. Dann denke ich, dass wir spätestens Anfang Oktober auf diesem Kanal V3 spielen. Genau, ja. Also Leute, dann wünschen wir euch das Beste. Schreibt uns gerne was in die Kommentare zu dem Spiel, ob ihr irgendwas vergessen habt. Auf jeden Fall ein Däumchen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns spätestens im Oktober wieder auf dem Kanal. Macht's gut. Ciao. Ciao.